ist vielleicht auch ein guter Moment, um die Tage in Havanna so ein bisschen eine Revue passieren zu lassen. Beziehungsweise, ja, vielleicht mal ein kurzes Feedback. Ich werde aber auch ein generelles, allgemeines Feedback nach der kompletten Reise noch machen. Und zwar geht es grundsätzlich halt auch um die Preisentwicklung, beziehungsweise allgemein die Preise. Die sind in Havanna sehr, sehr hoch, aber das ist für Havanna jetzt nichts Neues. Also es gibt natürlich auch günstigere Sachen dort, aber im Allgemeinen zumindest wenn man in den touristischen Gebieten sich aufhält. Und ich hatte ja gesagt, dadurch, dass wir jetzt halt mit einer Begleitperson, also ein Freund von uns unterwegs sind, machen wir halt nun mal diese Touri-Tour sozusagen. Und ist ja auch ganz gut für euch, wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr habt Interesse an Kuba und wie sehen dann jetzt die Preise aus? Ihr müsst halt immer im Hinterkopf behalten, die Preise, die hier aufgerufen werden, sind sehr hoch letztendlich für viele Kubaner. Ich würde es jetzt nicht verallgemeinern und sagen für den Kubaner, ne, sondern halt für viele Kubaner sind halt die Preise tatsächlich sehr, sehr hoch. Das muss man halt immer im Hinterkopf behalten, letztendlich. Ja. Beispielsweise das Silvesteressen, wo wir halt waren, hat pro Person 12.000 Peso gekostet. Und 12.000 Peso ist nicht wenig Geld. Na, wenn man halt bedenkt, okay, ein Kubaner, der halt staatlich angestellt ist, der bekommt halt um die 4.000 Peso, sage ich mal, so 3 bis 5, deswegen sagen wir mal 4.000, kriegt er im Monat. Das heißt, das sind 3 Monatsgelder komplett ohne Ausgaben, die das kosten würde. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass kaum ein Kubaner halt tatsächlich nur mit diesem Einkommen lebt, und speziell auch in Havanna, ja, wo halt viele eher mit anderen Dingen ihr Geld verdienen und die 4.000 Peso auch, sag ich mal, mindestens an einem Tag machen, wenn nicht sogar die 12.000. Von daher muss man immer alles ein bisschen relativ sehen. Es gibt viele Kubaner, da ist es halt wirklich ein sehr, sehr hoher Preis, muss man so sagen. Aber das sollte man hier auf keinen Fall verallgemeinern. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, es war halt Silvester. Da steigen die Preise sowieso auch ein bisschen und die Familien kaufen sich neue Kleidung, also kleiden sich neu ein, wenn möglich, kaufen sich halt ein Schwein und grillen es. Sonstige Beilagen und Getränke. Das kostet halt ähnlich viel Geld, wie wenn man jetzt letztendlich in so ein Restaurant geht. Na, das war jetzt halt auch ein Menü, das heißt, das war halt eine entsprechende Abfolge und die hat normal seinen Preis. So, ne? Aber wie gesagt, wenn man das so mal ein bisschen vergleicht und berechnet für ein Silvesteressen in Kuba, dann ist das halt auch ein Preis, der halt vielerseits auch bezahlt wird, tatsächlich. Ne? Und in diesem Restaurant waren halt auch eigentlich nur Kubaner. Na, da waren jetzt, also bis auf unsere Begleitperson, waren da alle entweder Kubaner aus Kuba, lebend in Kuba, oder vielleicht auch entsprechend welche Kubaner, die im Ausland leben, so wie wir halt. Ja, aber zumindest ist da das an der Stelle Usus gewesen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, das war schon recht teuer. Die Tage darauf, weil wir sind ja am Silvester angekommen, die Tage darauf haben wir dann halt schon geschaut, dass wir halt möglichst nicht so viel ausgeben. Beispielsweise Frühstück. Da hatten wir in unserer Nähe der Casa eine Unterkunft, ein kleines Café, wo man halt belegte Baguettebrötchen, also schon ein bisschen größere Brötchen, kaufen konnte, angetoastet, mit auch einer Gurke und also Salat drauf und Käse und wer es halt mag, so mit Wurst. Ich bestelle immer ohne Wurst, mag ich ihn nicht.
Und ja, das hat, glaube ich, 500 Peso gekostet, eins, ne, was auch nicht wenig ist, so im Verhältnis, aber schon eher Preise, die so im Allgemeinen aufgerufen werden. Ne, zum Beispiel auch auf der Straße ein Brötchen mit Schweinefleisch oder ähnliches, also normale Straßenfood, Streetfood, kostet halt auch so 300, 350 Peso. Na, oder halt eine Pizza, also so eine Handpizza, so eine Straßenpizza. Da sind wir auch bei, je nachdem, eine kleinere so 100 bis 200 Peso, beziehungsweise eine größere so 200 bis 300, je nachdem auch, ob man ja vielleicht mit extra Käse oder ähnliches die Pizza bestellt. Ne, also das sind so die Normalpreise. Im Restaurant haben wir immer so ja, zwischen 1000 und 2500 Peso pro Person für ein Gericht bezahlt. Das ist auch sehr schwankend gewesen. Also gerade wenn wir dann halt irgendwie Abendessen waren, na, dann waren das halt so die Preise, die aufgerufen wurden. Zwischen 1000 und 2500, manchmal auch 3000 Peso pro Person. So, ne? Und das ist halt dann nur für ein Gericht. Normales Verhältnis zu dem Weihnachtsessen, ne? Das war halt eine Menüabfolge. Das ist dann logischerweise auch ein bisschen teurer, weil es aber auch im Umfang weitaus mehr ist. Und die Qualität war auch natürlich eine ganz andere. Ja, von daher muss ich sagen, Preise auf jeden Fall relativ hoch. Was aber für, sag mal, den Kuba-Reisenden immer noch wahrscheinlich relativ günstig erscheint, weil wir müssen jetzt hier den Wechselkurs anwenden, je nachdem, entweder offiziell mit knapp 120 Peso oder den ja auf der Straße kursierenden Wechselkurs, also den auf der Straße kursierenden Wechselkurs, und der liegt heute, glaube ich, der war bei 310, also schon wieder gestiegen. Also seit wir hier sind, ist der wieder ein bisschen gestiegen tatsächlich. Wir haben am ersten Tag nur ein bisschen was getauscht. Das hat auch tatsächlich bloß für den Tag gereicht, nämlich zu 290 Peso. Da war der Kurs laut El Toque bei 300, glaube ich, gewesen, ja. Das heißt, da haben wir jetzt, ja, ich sag mal, das reizt man eh fast nie so aus. Da muss man ja auch erstmal jemanden finden, der das bereit ist zu bezahlen. Und 290 erschien zu dem Zeitpunkt in Ordnung. Aber dennoch wollten wir da jetzt nicht gleich sonst was für Summen tauschen. Und tatsächlich haben wir einen Tag später, nämlich über dann Bekannte, die wir dann erreicht haben, vorher war es über die Kassabesitzerin, da haben wir dann halt oder haben wir dann halt ein bisschen mehr tauschen können, zu einem Kurs von 305, und da war der Kurs zu dem Zeitpunkt schon einen Tag später bei 310. Von daher, ja, das hat auf jeden Fall, das war so ganz gut mit dem Geldtauschen, und das ist dann letztendlich auch so das Verhältnis, was man so anwenden muss, wenn man halt diese Preise betrachtet. Na, also ja, im Gedanken so ein bisschen davon lösen, beziehungsweise sich natürlich auch klar machen, das sind alles Preise, die im Allgemeinen Kubaner sich kaum leisten kann, wenn er nur vom staatlichen Einkommen lebt. So, und jetzt muss man, wie gesagt, bedenken, dass halt viele Kubaner, oh, jetzt wird's windig. Jetzt muss man bedenken, dass es viele Kubaner gibt, die es halt, die nicht nur davon leben. Beziehungsweise es kaum einen Kubaner gibt, der lediglich von den staatlichen Einnahmen lebt. Die meisten, gerade in Havanna, von anderen Dingen. Ja, und auch hier in Vinales, die leben halt vom Tourismus, beziehungsweise halt von den Plantagen. Und beispielsweise jeder Casa-Besitzer, ich hatte ja gesagt, ich mache woanders, glaube ich, weiter, jetzt gerade ein bisschen windig, oder hört es gerade auf? Nee, hört auf, ich mache weiter. Der Casa-Besitzer hier, ich hatte ja gesagt, der hat auch eine Tabakplantage, und er bezahlt beispielsweise allen seinen Mitarbeitern, also auch hier die angestellten Fahrer zum Beispiel, weil er hat auch ein paar Autos,
bezahlt er jedem pro Tag 1000 Peso. So, das sind 30.000 Peso nur das reine Einkommen aus dieser Beschäftigung hier, plus die Dinge, die halt sonst noch anfallen können, womit hier so ziemlich jeder Kubaner halt umgeht und halt, ich sag mal, Stichwort Wiederverkauf. Ne, von daher, ja, das muss man halt auch betrachten. Ne? Nicht jeder Kubaner lebt nur von 4.000 Peso. Ja, das wollte ich nochmal loswerden zum Thema Havanna. Wie gesagt, insgesamt sehr schön in Havanna gewesen zu sein, aber ich bin auch kein Havanna-Fan. Von daher bin ich immer wieder auch froh, raus zu sein aus Havanna, weil die Stadt ist mir einfach zu schmutzig. Ne? Und die Leute sind mir zu aggressiv. Das gefällt mir einfach nicht. Deswegen wohne ich auch in Deutschland nicht in einer Großstadt. Habe ich alles mal gehabt, muss ich nicht haben. Ne? Ich mag das ruhigere Leben. Und deswegen ist hier in Vinales tatsächlich der Aufenthalt bisher sehr, sehr angenehm.